Noch ist man sich nicht ganz einig, ob das Tragen eines Schutzschirms oder einer Schutzmaske sinnvoll ist oder nicht. Ich wollte auf alle Fälle darauf vorbereitet sein und habe mich in meinem Labor etwas umgeschaut. Aber außer 2 Gasmasken lag nichts im Regal, was zu gebrauchen wäre. Aber diese Masken waren mir dann doch zu martialisch, also nichts wie weg damit. Da für mich Thingiverse immer eine gute Fundgrube für meine Projekte war, habe ich dort mal nachgeschaut, was es da zum Thema Covid-19 Schutzmaske gibt. Ein Beispiel hat mir schon gut gefallen und das habe ich dann auch nachgedruckt. Nicht nur einmal, sondern auch in mehreren Exemplaren. In der Originalbeschreibung wird mit einem Infill von 100% gearbeitet, was sich beim Gewicht der Maske natürlich bemerkbar macht. Ich habe daher noch eine Version mit PETG und 25% Infill gedruckt. Und danach habe ich beide Versionen auf eine Küchenwaage gelegt und das Gewicht festgestellt. Die 25% Maske hat 59 Gramm und die 100% Maske hat 77 Gramm, also ein Unterschied von 18 Gramm. Ob der sich nun aber im Tragekomfort bemerkbar macht, das glaube ich nicht so richtig. Als Filter für die Schutzmaske sollte ein Zuschnittfilter in der Größe von 4 x 4 x 1 cm benutzt werden. Da habe ich noch keinen Lieferanten gefunden. Ich habe mir daher Einlegefilter besorgt, die ich entsprechend zuschneide. Und der Verkäufer hat bestätigt, dass es sich um die Schutzklasse FFP2 handelt. Um den Halt des Filters in der Maske zu verbessern, habe ich dann bei Tinkercad noch einen kleinen Rahmen entworfen, der zusätzlich in die Filteröffnung passt und dabei das Filter noch etwas fester andrückt. Das Ganze lässt sich dann sehr einfach zusammenbauen. Ein Gummiband wird in die Laschen eingezogen, aber da kann man sich auch andere Lösungen aussuchen. Und fertig ist eine Möglichkeit, sich eine Schutzmaske selbst zu drucken und anzufertigen. Einen zweiten, schnell anzufertigenden Schutz kann man sich mit einer Gesichtsmaske drucken. Auch dazu gibt es bei Thingiverse entsprechende Vorlagen. Der Druck der Halterung dauert nicht lange. Sie besitzt 4 Haken, an denen eine DIN A4 Klarsichtfolie eingehängt wird. Zur Not geht auch eine zweimal bearbeitete Laminierfolie, die aber genau DIN A4 zugeschnitten werden muss. Ich hatte leider nur eine überlagerte Folie und so war das Endergebnis nicht ganz optimal.
Nun braucht man nur noch den entsprechenden Locher, der auf die Stellung AAA eingestellt werden muss. Gelocht wird dann an der Breitseite von beiden Seiten und die Folie ist fertig zum Einhängen. Und auch da gibt es noch Beispiele zur Verbesserung, aber ich will mit meinem Video doch nur kleine Anregungen senden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss aus dem Saarland.